Immer wieder wird ja vor Vitamin D gewarnt. Man hört von Überdosierungen und manche sagen sogar, sie hätten sich mit Vitamin D schlechter gefühlt. Und da weiß man irgendwie gar nicht, soll ich das nun nehmen oder lasse ich es lieber? Vitamin D kann schaden, ja. Warum ich es aber trotzdem empfehle und worauf es dabei wirklich ankommt, darum geht es in diesem Video. Vielleicht vorweg ein ganz wichtiger Punkt. Schwierig wird Vitamin D nicht grundsätzlich, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Und welche das sind und worauf es da ankommt, darauf komme ich später noch zu sprechen. Ja, Vitamin D ist ein Thema, bei dem viele Menschen unsicher sind. Einige nehmen ja bereits regelmäßig Vitamin D und andere denken, die Sonne wird schon ausreichen, das war ja früher auch so. Und wieder andere haben es ausprobiert und wieder abgesetzt, weil sie das Gefühl haben, es tut ihnen irgendwie nicht so richtig gut. Aber gerade bei Menschen mit chronischen Beschwerden, da spielt Vitamin D oft eine Rolle. Und deshalb ist es aus meiner Sicht der beste erste Schritt, herauszufinden, ob ein Vitamin D-Mangel oder eine Unterversorgung damit zusammenhängt, also mit den chronischen Beschwerden. Und wie man das überprüft, darauf gehe ich später noch ein. Ja, oft gibt der Körper einem ja schon erste Hinweise. Vitamin D-Mangel zeigt sich häufig bei Menschen, die zum Beispiel solche Beschwerden haben, eine anhaltende Erschöpfung oder unklare Muskel- oder Gliederschmerzen. Eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit kommt auch oft vor, häufige Infekte, Schlafprobleme und auch Energiemangel trotz Ruhe. Ich zeige dir später dazu auch noch ein konkretes Beispiel aus meiner Beratung, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie sich das im Alltag zeigen kann. Bitte Vitamin D an dieser Stelle aber jetzt nicht als alleinige Ursache verstehen. Das ist nicht das, was ich vermitteln möchte. Aber ein Mangel kann bei solchen Beschwerden eine Rolle spielen. Ja, manche, die nehmen Vitamin D und merken eine Veränderung. Und andere, die nehmen es auch und merken kaum was. Und das liegt nicht am Vitamin D selbst, sondern an den unterschiedlichen Voraussetzungen. Und damit meine ich, es gibt nicht die eine Dosierung, die für alle passt. Ich erkläre auch warum. Da spielen nämlich mehrere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel das Alter. Je älter man wird, umso mehr nimmt die Fähigkeit der Haut ab, Vitamin D zu bilden. Oder das Körpergewicht. Vitamin D ist fettlöslich und wird im Fettgewebe gespeichert. Und deshalb sieht man bei Menschen mit mehr Körperfett oft niedrigere Werte im Blut. Einfach weil sich das Vitamin D im Körper anders verteilt. Dann spielt auch die Hautfarbe eine Rolle. Dunklere Haut, die braucht deutlich mehr UVB-Strahlung, um die gleiche Menge Vitamin D zu bilden. Und in all diesen Fällen, da kann der individuelle Bedarf eben höher sein. Und deshalb orientiere ich mich auch nicht an pauschalen Empfehlungen, sondern in meiner Vitamin D-Beratung, da gucke ich immer individuell auf Alter, Gewicht und Hautfarbe. Ja, und auch rund um die Sonne selbst, da gibt es einige Missverständnisse. Denn manche Menschen denken, ich bin ja viel draußen, also bilde ich auch Vitamin D. So einfach ist das aber in der Realität oft nicht. Denn Vitamin D wird nur gebildet zwischen Frühling und Herbst, zumindest in unseren Breitengraden, und auch nur um die Mittagszeit, wenn die Sonne hoch genug steht und auch nur dann, wenn ausreichend freie Hautfläche zur Verfügung steht und auch nur dann, wenn die Haut dann ungeschützt ist. Mit Sonnencreme findet kaum noch eine Vitamin D-Synthese statt. Damit meine ich jetzt nicht, dass man sich ungeschützt der Sonne aussetzen soll, aber erst Vitamin D produzieren und dann schützen. Damit meine ich, für kurze Zeit, natürlich abhängig vom Hauttyp, in die Sonne und erst dann entweder eincremen oder in den Schatten gehen. Ich selbst nehme Vitamin D ganzjährig ein. Nicht an den Tagen, an denen ich wirklich ausreichend Sonne abbekomme, aber an Tagen, an denen ich weiß, dass ich im Büro sitze oder kaum draußen bin, auch im Sommer. Und manche sagen ja, früher hat doch auch niemand Vitamin D genommen. Aber auch das stimmt so nur teilweise, denn früher, da waren die Menschen viel mehr draußen als heute, zum Beispiel zur Erntezeit.
Und insgesamt auch fand das Leben früher viel mehr draußen statt als heute. Und gleichzeitig gab es aber schon damals Probleme wie Rachitis, vor allem in den Städten. Und Vitamin D wurde auch schon seit Hunderten von Jahren ganz bewusst ergänzt, zum Beispiel über Lebertran. Also, Vitamin D ist kein neues Thema. Aber heute ist unser Alltag einfach ein anderer und deshalb ist es aus meiner Sicht sinnvoll, die Sonne und die Einnahme von Vitamin D miteinander zu kombinieren. Ja, wenn man sich verschiedene internationale Empfehlungen anschaut, dann landet man häufig in einem Bereich um 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Zielwert für jeden, sondern das ist eine grobe Orientierung. Manche berichten auch, dass sie sich mit höheren Werten stabiler fühlen, zum Beispiel bis 70 oder bis 80 Nanogramm pro Milliliter. Das kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Und ich sehe Referenzbereiche auch nicht unbedingt als das Ziel, sondern eher ja, als einen Rahmen mit Spielraum, wo man schauen kann, wo man hingehört, womit es einem denn gut geht. Und was das konkret für dich bedeutet, das schauen wir uns gleich noch an. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wenn Vitamin D so eine große Rolle spielt, warum höre ich dann von den Ärzten so wenig davon? Das ist natürlich ein Gedanke, der nahe liegt. Und ein Grund dafür ist, Vitamin D ist kein klassisches Medikament. Es lässt sich nicht patentieren und es steht auch keine große Industrie dahinter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dazu kommt, viele Dinge, die setzen sich in der Medizin erst nach und nach durch und besonders dann, wenn es nicht um akute Beschwerden geht. Und genau deshalb taucht Vitamin D im Praxisalltag oft nicht unbedingt an erster Stelle auf, sage ich mal. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Rolle spielt, aber es erklärt, warum du manchmal selbst nachfragen musst oder dir gezielt Unterstützung holen kannst, um das Ganze eben auch besser einordnen zu können. Ja, wie ist das nun mit der Dosierung? Problematisch wird Vitamin D vor allem dann, wenn über längere Zeit sehr hohe Mengen ohne Kontrolle eingenommen werden. Zu hohe Werte können zum Beispiel den Kalziumhaushalt beeinflussen und genau deshalb sollte man das nicht dauerhaft ohne Kontrolle machen. Ich nenne jetzt mal zur Orientierung Werte von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA. Die sagt, für normalgewichtige Erwachsene gibt die einen oberen sicheren Wert an von 4000 internationalen Einheiten pro Tag. Auch das ist kein Zielwert, sondern das ist ein Sicherheitswert, bei dem man nach aktuellem Wissensstand keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten hat. Bei Menschen mit höherem Körpergewicht oder bei bestehendem Mangel, da kann der individuelle Bedarf auch darüber liegen. Und umgekehrt natürlich genauso, Menschen, die weniger Körpergewicht haben, die benötigen dann sehr wahrscheinlich entsprechend weniger. Und genau deshalb ist regelmäßiges Messen und dann eben auch Einordnen so wichtig, in meinen Augen jedenfalls. Ja, und dann gibt es ja Menschen, die sagen, ich habe Vitamin D genommen und dann ging es mir danach schlechter. Und da entsteht natürlich schnell der Gedanke, ich vertrage kein Vitamin D. Ich habe das mehrfach erlebt, dass genau das passiert ist. Und in vielen Fällen lag das nicht am Vitamin D selbst, sondern daran, dass dem Körper Magnesium fehlte. Denn Vitamin D verändert Prozesse im Körper und erhöht dabei auch den Magnesiumbedarf. Und wenn Magnesium sowieso schon knapp ist, dann können Beschwerden dazukommen, wie Unruhe, Muskelzucken oder sowas oder Schlafprobleme oder eben auch sogar eine Schmerzverstärkung kann dann auftreten. Das bedeutet aber nicht, dass Vitamin D schadet, sondern letztendlich zeigt es eben bestehende Mängel. Zum Beispiel eben beim Magnesium kann es dadurch sichtbar werden. Und deshalb kann es wichtig sein, auch Magnesium mit zu berücksichtigen, wenn man Vitamin D ergänzt. Und oft wird im Zusammenhang mit Vitamin D ja auch Vitamin K2 genannt. Und da fragen sich natürlich auch viele, muss ich das jetzt zusätzlich nehmen? Und ich sag mal, nicht automatisch, auch wenn viele was anderes sagen. K2 kommt über die Ernährung in den Körper. Es ist ein Vitamin, aber wie gut jemand damit versorgt ist,
das kann unterschiedlich sein. Und deshalb kann es in bestimmten Situationen sinnvoll sein, dass man das mit im Blick hat, vor allem dann, wenn Vitamin D über längere Zeit ergänzt wird. Ja, Vitamin D kann vor allem in 3 Situationen problematisch werden. Erstens, wenn es über längere Zeit zu hoch dosiert wird. Zweitens, wenn wichtige Faktoren wie Magnesium nicht mit berücksichtigt werden. Und drittens, wenn man einfach ausprobiert, statt den eigenen Wert zu kennen. Und genau deshalb ist es in meinen Augen wichtig, hier eben genauer hinzuschauen. Und wenn du dir beim Vitamin D unsicher bist, dann gibt es einen Schritt, der dir hilft, klarer zu sehen, anstatt im Unklaren zu bleiben. Und der heißt, nicht schätzen, nicht ausprobieren, sondern einmal nachschauen, wie der Wert tatsächlich ist. Am sinnvollsten ist es, den Vitamin D-Spiegel im Blut bestimmen zu lassen. Dabei wird der sogenannte 25OH Vitamin D-Wert gemessen. Ich spreche das jetzt einmal aus. Das kannst du bei deinem Arzt machen oder auch über entsprechende Selbsttests für zu Hause. Das alles muss man in den meisten Fällen selbst bezahlen, kostet ungefähr 30 Euro. Ist natürlich blöd, dass man das selbst bezahlen muss, aber erst wenn du deinen Wert kennst, dann kannst du überhaupt einschätzen, ob und wie viel für dich sinnvoll ist. Und ein Beispiel aus meiner Vitamin D-Beratung zeigt das ganz gut. Das ist nämlich Ingo, ein Betroffener, der hatte zu Beginn einen Vitamin D-Wert von ungefähr 20 Nanogramm pro Milliliter, was zu wenig ist. Und dann hat er eine Aufsättigung gemacht und anschließend nach einer Erhaltungsdosis, die auf ihn individuell angepasst wurde, da ließ er dann seinen Wert nach ein paar Monaten nochmal erneut überprüfen. Und da lag er dann bei 65 Nanogramm pro Milliliter, also genau im Zielbereich. Und Ingo hat sich dann bei mir gemeldet. Er hat jetzt nicht gesagt, alles ist weg, aber er hat Veränderungen beschrieben, die für viele mit chronischen Beschwerden typisch sind. Er hat gesagt, er hat weniger Heißhunger, er hat einen stabileren Blutzucker und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber freut mich natürlich. Und vor allem hat er eben auch gesagt, weniger Muskelschmerzen und weniger Infekte kann er ganz klar damit in Zusammenhang bringen. Und ich denke, das ist ja schon viel wert, wenn man dadurch alleine schon weniger Schmerzen hat. Und das zeigt, wie sich das Schließen eines Mangels im Alltag bemerkbar machen kann und warum es einfach sinnvoll ist, solche Werte nicht dem Zufall zu überlassen. Ich habe ja mit Ingo vor längerer Zeit auch schon mal ein ausführliches Gespräch geführt, in dem es um seinen gesamten Weg mit chronischen Beschwerden ging, nicht nur um Vitamin D. Und wenn dich das interessiert, dann schau da einfach mal in unser Interview rein. Ja, an Ingos Beispiel, da sieht man, wie wichtig es ist, zu messen und einzuordnen. Denn wie viel Vitamin D sinnvoll ist, hängt, wie gesagt, von verschiedenen Faktoren ab. Vom eigenen Wert, ne, wo stehe ich überhaupt, vom Alltag und auch von den persönlichen Voraussetzungen natürlich. Darüber habe ich ja eben schon gesprochen. Und genau deshalb wird es an manchen Stellen schnell unübersichtlich, wenn man versucht, das für sich allein zu klären. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann biete ich dazu auch persönliche Vitamin D-Beratung an. Infos findest du dazu in der Videobeschreibung. Ja, vielleicht hast du jetzt ein besseres Gefühl dafür bekommen, worauf es beim Vitamin D ankommt. Aber es ist oft nicht der einzige Grund für Symptome. Gerade wenn Erschöpfung und Schmerzen immer wieder zusammen auftreten, dann steckt oft mehr dahinter. Und wenn du genauer erfahren möchtest, warum diese beiden Beschwerden im Körper oft zusammenhängen, da findest du in diesem Video Antworten darauf. Vielleicht sehen wir uns da ja gleich wieder.